Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder eine Folge von Michael Grant, Klartext. Zu Beginn gleich eine Bitte, abonniert meinen Telegram-Kanal, der Link ist unten angegeben, weil ich von YouTube weg möchte. Allerdings habe ich bei YouTube jetzt über 20.000 Abonnenten und bei Telegram erst ein paar über 5.000. Das heißt, wenn ich bei Telegram die gleiche Zahl habe wie bei YouTube, werde ich dann auch wechseln, weil diese Zensurplattform, die, ja, früher hat man gesagt, ja, ich darf es gar nicht sagen, ja, okay, also gut, heute zu einem Thema. Offiziell heißt es ja, Hitler wollte 1933 einen Weltkrieg führen. Die Wahrheit ist, und darüber habe ich auch schon Videos gemacht und ja, Bücher publiziert, es war zunächst ein regionaler Krieg gegen Polen. Ein regionaler Krieg, kein Weltkrieg. Deutschland gegen Polen. Was geschah dann? Die Kolonialmächte Großbritannien und die Kolonialmacht Frankreich haben Deutschland den Krieg erklärt. Das wird oft vergessen, dass diese beiden Großmächte und Kolonialmächte dem Deutschen Reich den Krieg erklärt haben. Also durch diese beiden Kriegserklärungen wurde der kleine Regionalkrieg gegen Polen zu einem Weltkrieg. Offiziell wird ja gesagt, naja, ist ja klar, Hitler hat Polen überfallen. Darüber habe ich auch schon Videos gemacht, dass die Polen bereits 1933, also 6 Jahre zuvor, eigentlich Deutschland angreifen wollten. Aber es wird ja gesagt, Deutschland hat Polen überfallen und Frankreich und Großbritannien haben den armen Polen geholfen. Dass sie die armen Polen letztendlich im Stich gelassen haben, das wird dann bloß noch ganz kleinlaut gesagt. Aber warum hat England und Frankreich, hauptsächlich England, für mich Kriegstreiber Nummer 1, warum hat England überhaupt dem Deutschen Reich den Krieg erklärt? Weil am 3. September 1939 ging die Kriegserklärung der Engländer in Berlin ein. Der wahre Grund der Abneigung Churchills gegen Hitler wird hierzulande so gut wie nicht publiziert. Meist sind es die üblichen Regierungsstaatshistoriker-Phrasen, dass Churchill die Demokratie und die freie Welt gegen den deutschen Diktator verteidigen wollte, also gut gegen böse. Aber nichts davon ist wahr. Robert Vansittart, der einstige Privatsekretär von Premierminister Stanley Baldwin MacDonald und oberster Beamter im Außenministerium, erläuterte in einem Bericht, dass die Nationalsozialisten nun ein Konkurrent von England wären. Ein Konkurrent. Und er ergänzte, London würde, ich zitiere, keine Herrschaft irgendeiner Nation über den Kontinent tolerieren. Zitat Ende. Also, die Engländer haben sich angemaßt, über den Kontinent herrschen zu wollen. Sie sind auf ihrer Insel da drüben und wollen den ganzen Kontinent beherrschen. Das war schon seit dem Sieg über Napoleon so, und so sollte es auch im Zweiten Weltkrieg sein. Kriegstreiber und Massenmörder Churchill ergänzte, dass sich die englische Außenpolitik seit 400 Jahren gegen Philipp II. Von Spanien, Louis XIV. Von Frankreich, Napoleon und dem deutschen Kaiser gestellt und verhindert hätten, dass kleinere Staaten wie Belgien, Luxemburg und Holland
in deren Hände gefallen wären. Das sagte Churchill. Die Quelle ist sein Buch The Gathering Storm, Boston 1948, Seite 207. Churchill und Co. akzeptierten also keine andere Macht auf dem Kontinent, die ihnen ebenbürtig werden könnte. Am 21. September 1938, also ein Jahr vor dem Krieg, erklärte Churchill einen weiteren Grund, warum die Briten in Sachen Tschechoslowakei einschreiten sollten, nämlich damit Hitler nicht den Weg zum Schwarzen Meer erhalten würde. Das geht aus den Churchill Papers hervor, Seite 342, CHP 932. Es ging Churchill also nicht um die Tschechen, sondern um den Fortbestand des britischen Imperiums. Es ging Churchill auch nicht um Polen, sondern um die Ausschaltung des größten Konkurrenten auf dem Kontinent, Adolf Hitler. Verschwiegen wird also von den Staatshistorikern, die auf ihren Sesseln kleben, Englands Großmachtstreben war der wahre Grund für Churchills strikte Weigerung, sich mit Hitler zu einigen und später Deutschland den Krieg zu erklären. Es war das Großmachtstreben der Engländer. Und das ist kein Revisionismus, das sind Akten und Aussagen von Churchill selbst. Also widerlegt Churchill euren Helden. Jedes Wort, das er gesagt hat, ist ja wie eine Gesetzestafel. Also widerlegt ihn, indem er gesagt hat, dass man es nicht zulassen wird, dass eine andere Macht auf dem Kontinent herrschen wird, weil die Engländer das wollten. Alles zum Konflikt mit England in Adolf Hitler, Band 6. Hier mit sehr vielen Fotos und Abbildungen habe ich unter anderem auch die Atlantikschlacht beschrieben. Ich habe aber auch beschrieben den Coventry, hier seht ihr das, Coventry, und ich habe beschrieben die neuesten Erkenntnisse über den Tod von Rudolf Hess mit dem gesamten Obduktionsbericht von Rudolf Hess. Es gab ja zwei, beide sind abgedruckt, und Fotos seiner Leiche. Mein neues Buch Deutschland muss vernichtet werden handelt, ihr seht es hier im Hintergrund, handelt von der Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes von 1914 bis heute. Das Buch wird im Mainstream schon angegriffen. Also ich werde natürlich logischerweise als Nazi diffamiert. Von den Nazis werde ich als Schädling diffamiert, weil meine Thesen offenbar nicht oder meine Beweise und Dokumente nicht in das Narrativ der Nationalsozialisten, der Neonazis passt. Also, im Mainstream bin ich der Nazi, bei den Nazis bin ich der Schädling. Ich stehe in der Mitte, aber ist mir egal. Meine Quellen sollt ihr einfach widerlegen, könnt ihr aber nicht, weil ihr Schwurbler seid. Ich habe das Buch geschrieben für unsere Großeltern, als Andenken für unsere Großeltern, als Mahnmal des millionenfachen Mordes an unserem deutschen Volk. Wenn ihr an diesem Gedenken teilhaben wollt, dann könnt ihr dieses Buch erwerben. Es ist keine billige Werbestrategie, sondern es ist tatsächlich so. Wir haben einige Leser geschrieben, dass ihre Großmütter und Großeltern, also Großväter, noch leben und dass sie sich gefreut haben über dieses Buch, das zum ersten Mal sie in den Mittelpunkt stellt und nicht die gesamten Deutschen als Massenmörder darstellt.
Ein weiteres Buch, auf das ich aufmerksam machen möchte, ist ein ganz anderes Buch, passt überhaupt nicht zu dem Thema, aber es ist ein sehr aktuelles Thema, weil wir sehen ja, wie links unsere Gesellschaft ist. Das Buch heißt Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Milliarden an Steuergeldern für linke und linksextreme Aktivisten. Auch hier habe ich Listen aufgeführt, wo euer Steuergeld hingeht, zu welcher linken NGO, die später auch gegen den Staat wettern. Also, bitte abonniert meinen Telegram-Kanal und auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Jede Woche ein neuer Newsletter mit mehr aktuellen Themen. Bei den Videos mache ich ja, wie ihr es gewünscht habt, hauptsächlich Themen zur Zeitgeschichte. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.